Festcast, die gesprochene Festschrift für Professor Dr. Constanze Jungblut. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Festcast für Constanze Jungblut. Das ist ein Podcast als Alternative zur Festschrift. Constanze Jungblut wird demnächst emeritiert und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Und statt einer Festschrift machen meine Kollegin Concha Höfler und ich einen Festcast. Das machen wir, weil Constanze Jungblut ganz stark zu gesprochener Sprache und Oralität geforscht hat als Sprachwissenschaftlerin und weil wir auch finden, dass ein Festcast ein durchaus aktuelles Format ist zum immer wieder Nachhören. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute für unsere zweite Folge 3 Kolleginnen und Kolleginnen begrüßen darf. Ich habe hier bei mir im Büro Edgar Baumgärtner. Hallo Edgar. Hallo. Ich habe online zugeschaltet Maria Mykolonok. Hallo Maria. Hallo. Und Stefanie Godiva ist die dritte im Bunde, die auch bei uns online zugeschaltet ist. Hallo Stefanie. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, euch begrüßen zu dürfen, denn ihr habt alle gemeinsam, dass ihr gerade noch, und ich sage noch mit einem ganz großen Ausrufezeichen, manche sind schon bald fertig, manche demnächst, weil Constanze promoviert und weil ihr alle 3 Mitarbeitende an Constanzes Lehrstuhl seid. Das sei schon mal vorweggenommen. Und jetzt würde ich euch gerne fragen, wie war das denn so? Wie habt ihr eigentlich Constanze Jungblut kennengelernt? Ja, die großen Fragen, wie, wann, wo, warum, unter welchen Umständen, die 5 großen Ws. Und ich würde direkt mal mit Edgar anfangen, der mir hier am Schreibtisch gegenüber sitzt. Genau. Eine kurze Sache noch zur Ergänzung. Jetzt heiße ich Kastner Baumgärtner. Als ich Sie kennengelernt habe, mit Constanze, das stimmt. war es noch Baumgärtner. Ja, Mensch, da sieht man wieder, wie schlecht vor. Natürlich, das stimmt. Kastner Baumgärtner. Genau, Selbstverständlichkeit halber. Genau, nein, aber als ich Sie kennengelernt habe, Constanze, war ich in meinem Masterstudium und hier eben noch Baumgärtner. Und das war 2015, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube 2015, genau, nach meinem Bachelor an der FU habe ich mich für die Viadrina entschieden. Und das war dann, glaube ich, auch direkt im ersten Mastersemester. Der Master hieß noch Sprachen, Kommunikation und Kulturen. Ne? Jetzt ist es in Europa, in genau. Europa, genau. Langer Titel, heute sehr viel kürzer und prägnanter. Und da war es tatsächlich im ersten Semester in einem Seminar, das mich dann auch sofort mitgenommen hat. Also ich hatte mich dann sehr schnell bestätigt gefühlt in meiner Wahl des Studiums. Und tatsächlich muss ich sagen, Constanze selbst oder Frau Jungblut für mich damals noch, hatte ich nicht so richtig auf dem Schirm. Es war eher Peter Rosenberg und dessen Forschung, die mich zur Viadrina gebracht hat. Aber ich war dann sehr schnell positiv bestärkt in meiner Wahl, weil das Seminar, das sie anbot, eben auch sehr viel mit dem zu tun hatte, was ich so mir vorgestellt hatte für den Master. Und genau, von da an ging es los. Also ich habe sie in sehr vielen Seminaren und verschiedenen Kontexten erlebt und war dann auch, ich glaube, seit 2 Jahre später, 2017, eine wissenschaftliche Hilfskraft. Genau, und ich weiß nicht, Maria, hast du auch 2015 angefangen mit dem Studium? Ja, genau. Ich habe mein Masterstudium in 2015 angefangen, aber erst im 2017 Constanze kennengelernt. Also das war mein 4. Semester und ich habe eher traditionelles Seminar, sagen wir so, Forschungswerkstatt besucht. Genau, und mir hat ganz gut gefallen, so die Atmosphäre dort, dass jeder konnte etwas vorstellen, also das konnte ein kleines Stück von Forschung sein oder einfach so die Daten oder einfach Fragen und dann alle zusammen haben wir damit beschäftigt, also diese Fragen und Probleme zu lösen. Genau. Und ich hatte einen sehr guten Eindruck von Constanze und deshalb habe ich dann danach meine Masterarbeit auch bei ihr geschrieben. Ja, das schien ja dann auch so Forschungslove at first sight. Wie hast du es denn geschafft, 4 Semester diesen Master zu studieren und erst zum 4. auf Constanze Jungblut zu treffen? Genau. Ja, genau. Also genau, das kann man auch so sagen. Also das finde ich sehr beeindruckend, da quasi im 4. Semester drauf zu kommen. Aber wie schön, dass es dann sofort gefunkt hat in der Forschungswerkstatt, die ja tatsächlich eine Werkstatt war. Stefanie, wie war das denn bei dir? Bei mir, das war während meinem Bachelorstudium. Es gab in Brasilien einen Kongress, also Berlin,
und sie hat dort einen Workshop-Angebot über Acts of Identity. Und ja, ich habe diesen Workshop teilgenommen und es war für mich also ganz interessant, seine Perspektive zu lernen. Und sie war auch ganz nett, also ganz offen. Also wir haben auch also eine tolle Stimmung im Laufe dieser Workshop. Und ein paar Jahre später war ich wieder in Deutschland, also im Laufe meines Masterstudiums. Und ich habe für ein paar Wochen ein Seminar hier als Gast besucht. Und am Ende meiner Masterstudium hat mich für eine Promotion eingeladen. Und ja. Oh, sie hat dich für eine Promotion eingeladen. Das klingt ja auch fancy. Wie war das denn, Stefanie? Also, das war irgendwie fancy, das stimmt. Sie war in Brasilien, in Rio und hat mir ein E-Mail gesendet. Und sie hat mich für ein Dinner eingeladen. Und ich dachte, vielleicht sie hat diese E-Mail für die falsche Person. Also, etwas stimmt nicht so. Und dann, ich war da ein bisschen unsicher. Und dann, das war ganz cool, weil sie total locker ist, ganz offen. Wir haben so viel über ihre Arbeit gesprochen und auch über ihre Erfahrung weltweit. Und am Ende sie hat mich gefragt, was möchte ich nach meinem Masterstudium machen? Und ich war so, okay, also vielleicht also eine gute Verteidigung zu haben, das wäre schön, also ein Diplom am Ende zu haben. Und das war so, okay, schreib mir nach deiner Verteidigung ein Exposé und ich möchte, dass du mit mir deine Promotion machst und so. Und ich habe einfach alles geschickt, aber ich war so, ist das wirklich so? Ja. Ja, anscheinend fand sie ziemlich toll, hä? Oder anscheinend fand sie das ziemlich toll, dein Exposé. Ja, oh, danke. Jetzt bist du hier. Das ist sehr schön. Und ich finde auch super, Stefanie, dass man hier gleich quasi in deiner Person diese Brasilien-Connection, die Constanze ja hat, erkennt, über die wir dann in einer anderen Podcast-Folge noch länger sprechen werden, wo wir dann die Kollegin, die quasi in Niterói, eine Stadt bei Rio de Janeiro, ganz viel mit Constanze unterwegs war, dabei haben, die Monika Saavedra. Und genau, du bist quasi ein tolles Resultat aus dieser Connection und bist ja jetzt auch schon länger da bei uns an der Viadrina und promovierst hier bei ihr. Wenn wir hier übers Promovieren reden, ne, ihr habt gesagt, okay, 2 Leute im Master und direkt abgeholt von Constanze und den Forschungsthemen, die es hier so gibt. Stefanie auch sofort abgeholt, angesprochen von Constanze und dann ein Forschungsthema entwickelt, was hier sehr, sehr gut in die kulturwissenschaftliche Linguistik passt. Wie ist das denn bei euch? Also was für bestimmte Aspekte von Constanzes Forschung habt ihr für eure Forschung inspirierend gefunden? Oder was war vielleicht ein Konzept, wo ihr sagt, ja genau, das ist ein Konzept, was ich auch verwende oder was ich neu bearbeitet habe? Wie war das so bei euch? Maria, vielleicht fangen wir mal bei dir an. Es ist eine sehr gute Frage, weil gerade letzte Woche habe ich ganz viel mit dem Konzept von Diskurstradition mich beschäftigt. Also Constanze hat ganz viel darüber geforscht und auch wegen ihrer Mitarbeit mit Brigitte Schrieben-Lange. Und genau, also was ich letzte Woche gemacht habe, ich forsche über Reggaeton-Songs, also über Songtexte, und ein populärer Song kann als Diskurstradition gesehen werden, ne? Gesehen werden, ja, genau. Und genau, also dieses Aspekt ist ganz wichtig für mich und auch also ich habe auch ganz viele Konzerte analysiert für meine Doktorarbeit, also Reggaeton-Konzerte, und dort sind solche Konzepte wie Co-Konstruktionen und Co-Produktionen. Also man kann ganz viel davon sehen in Konzerten, ja, wenn das Publikum mitsingt oder statt dem Sänger der Song singt. Genau, und ja, was noch? Sprich ruhig weiter, Maria. Mir ist nur gerade aufgefallen, wahrscheinlich sagen das auch die Hörerinnen und Hörer, wie cool, wenn man Reggaeton-Konzerte als Forschungsobjekt hat und dort Feldforschung macht. Ja, wir fragen dich später, auf wie vielen Konzerten du schon gewesen bist. Aber genau, red ruhig noch zu Ende. Genau, auch in Konzerten, auch Constanze hat ganz viel zu Deixis, geforscht. Und in Konzerten, das ist auch sehr wichtig, weil also das Publikum und der Sänger, die Sängerin face-to-face immer sind und dann wie diese Constellation dann funktioniert,
es gibt auch ganz viele Variationen und ganz viele Arten und Weisen, wie der Sänger oder die Sängerin dann das Publikum engagieren kann. Also das alles, also eigentlich alles, was ich untersuche, ist sehr eng mit Constanzes Arbeit verbunden. Ich kann immer wichtige Konzepte in ihrer Arbeit für meine Arbeit finden. Das ist total cool, ne? Und würde man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht erkennen, aber da sieht man, wie umfassend anwendbar diese Konzepte auch sind, je nachdem, als was man quasi ein bestimmtes Stück Interaktion auch liest und wie weit sich diese Konzepte letztendlich auslegen lassen. Total cool, Maria. Ist das bei dir auch so, Edgar? Ja, in weiten Teilen schon. Also das, was Maria gerade gesagt hat mit den Co-Constructions, das war tatsächlich auch Thema dieses Seminars, in dem ich sie kennengelernt habe. Ich glaube, es hieß mehrsprachige Sprecher, vielstimmige Beiträge oder so. Und da war es auch tatsächlich, also die gesprochene Sprache einmal, auf die sie den Fokus legt, was auch sofort, also im Masterstudium hatte ich an eine Promotion noch nicht wirklich gedacht. Aber ich hatte schon so mein Forschungsfeld ein bisschen ausgemacht oder das, wofür ich mich besonders interessiert habe. Und sind eben deutsche Dialekte, die in Russland gesprochen werden. Und da ist es natürlich auch die gesprochene Sprache, die im Vordergrund steht. Und die Gedanken und Theorien, die sie in den Seminaren vorgestellt und geteilt hat, die waren dann auch sofort anwendbar für mich und meine Forschung dann später. Genau, Sprachkontakt ist auch so ein Forschungsfeld, in dem sie viel beigetragen hat und aus dem ich auch einiges ziehen konnte. Und im Bereich des Sprachkontakts war es zuletzt jetzt auch vor allem die Forschung zu Kreolsprachen. Und das ist irgendwie so, liegt mir ehrlich gesagt am meisten am Herzen. Da habe ich noch mehr herausgezogen. Sie hat da ich glaube, sie selbst würde das gar nicht so bezeichnen, aber sie hat so eine dekoloniale Perspektive darauf, ne? Die, könnte jetzt sagen, es ist jetzt gerade in oder modern, aber da ging es ihr gar nicht drum, sondern sie hat eben versucht, zusammen mit anderen Forscherinnen, Saliko Komovene beispielsweise, so einen neuen Blick auf Kreolsprachen zu werfen, der eben das so ein bisschen entmystifiziert, ne? Und da könnte man jetzt inhaltlich ganz viel zu sagen, ist das vielleicht gar nicht Ort und Stelle, aber das war oder ist tatsächlich auch anwendbar auf meine Forschung, die gar nicht im Kreolsprachenbereich liegt, aber trotzdem ja so verknüpft ist, eben diese Dynamik von mehrsprachigen Gesellschaften als das zu sehen, was es ist und ein bisschen diese normative Brille wegzunehmen. Und da habe ich auch sehr viel aus ihrer Forschung für mich rausgezogen. Das sind so ein paar Bereiche, die mir eingefallen sind. Das ist ja auch schon ein ganzes Stück, ne? Du bist ja unterwegs quasi in Russland oder unterwegs gewesen. Kannst du noch mal ein paar Worte sagen über deine Feldforschung dort? Genau, also ich war im Rahmen meines Studiums zum ersten Mal in Russland im Auslandssemester. Nur die Viadrina hat da ja auch viele Partnerschaften und eine ist eben mit Barnaul und dem LIN, dort dem Linguistischen Institut und dort mit dem germanistischen Lehrstuhl. Und die betreiben auch Forschung und haben Kontakte zu den Deutschen, die noch in dieser Region leben, ne, aus der Welle der Russlanddeutschen, die nach Russland gezogen sind und dort verschleppt worden und an den verschiedensten Orten Russlands leben und heute eben noch teilweise dort leben und deutsche Varietäten sprechen. Die meisten sind wieder zurück nach Deutschland in den 90ern als die bekannten Aussiedler oder Spätaussiedler. Es gibt aber eben einige, die dort noch sind. Und 2017 habe ich die erste Feldforschung gemacht im Rahmen meines Studiums. Und 2019 da war ich dann schon in der Promotion, meine zweite Reise. Und ja, da hat auch, da war für meine Masterarbeit war Peter mein Ansprechpartner, Peter Rosenberg, aber immer auch ganz eng in Kontakt mit Constanze. Und sie hat dann auch gesagt, komm, wenn du dir eine Promotion machen möchtest, ich betreue das sehr gerne. Und da haben sich dann auch viele Synergien ergeben. Und sie hat auch immer sehr supportive, sehr unterstützend. Ja. Also das ist irgendwie vielleicht auch ein ganz großer Bereich, den man bestimmt sehr, sehr oft hören wird in diesem Festcast. Die Art und Weise, wie sie unterstützt, wie sie Dinge möglich machen möchte, die Positivität, mit der sie da rangeht. Und das war bei mir auch der Fall. Also sie hat mich unterstützt in meinem Vorhaben.
Sie hat sofort Ideen mitgeschmiedet. Sie hat geholfen bei Bewerbungen, bei Stiftungen. Und ja, das ist auf jeden Fall immer groß und da gewesen. Ja, kann ich nur unterschreiben. Episode 1, das war auch das mitlaufende Thema quasi bei allen, ne? Die Form der Zusammenarbeit. Wir reden gleich noch darüber. Ihr arbeitet ja auch alle quasi sehr eng mit Constanze zusammen am Lehrstuhl. Wir wollten nur noch mal hören, Stefanie, wie das denn mit deiner Forschung ist und vielleicht Verbindungen, Überschneidungen zu dem, was Constanze macht. Sie hatte ja quasi dich nach dem Exposé gefragt, also anscheinend gab es da schon Verknüpfungspunkte. Und erzähl du doch mal kurz, was machst du denn überhaupt in deiner Promotion und wie hängt das vielleicht mit Constanzes Forschungsgebieten zusammen? In meiner Promotion untersuche ich Sprachkontakt in deutschsprachigen Schulen in Paraguay. Und ja, also das für mich das sehr verbindet mit der Recherche von Constanze. Also es gibt fast alles, also Edgar schon ein bisschen darüber gesagt hat. Also Sprachkontakt, Dekolonitätstheorien. Und also in meinem Masterstudium habe ich über Deutschunterricht in Rio und ich wollte nicht mich in eine DAF-Welt einschränken, denn ich habe den Wunsch, um eine Betreuer oder Betreuerin zu haben, der mir also die Ideen verbreiten konnte. Und ich glaube, das war perfekt mit Constanze. Also sie bringt immer neue Ideen, sie hat immer ein starkes Interesse an die Entwicklung der Recherche. Also wie Edgar gesagt hat, also sie ist die erste Person, immer zu unterstützen. Das ist immer so, es macht einfach Spaß mit ihr zum Arbeit, zum Lernen. Also ich lerne immer viel mit ihr. Super. Und ich finde, man hört da auch raus, Stefanie, und auch bei Edgar und Maria, ne, dass so Fachgrenzen, ne, sonst gerade auch wenn man promoviert, aber später auch, ne, oft hat man das Problem ja manchmal, dass bestimmte Fragestellungen über eine disziplinäre oder Fachgrenze hinausgehen, ne? Und mit Constanze ist es möglich, diese Grenzen zu überschreiten. Und oft weisen ja auch ihre Fragen darauf hin, ja, aber wie ist das eigentlich da und damit? Und hängt das vielleicht mit anderen Aspekten zusammen? Und das ist auch was Besonderes, glaube ich, dass man Fachgrenzen, disziplinäre Grenzen mit ihr gut überschreiten kann und gemeinsam überschreiten kann oder vielleicht sogar dazu angehalten wird, sie zu überschreiten, ob man will oder nicht. Ne? Also vielleicht noch ganz kurz dazu. Ich meine, Constanze ist ja Romanistin, ne? So, und ich bin mit meiner Germanistik da ja eigentlich, also wenn man denkt, ja gut, ist sie vielleicht gar nicht für zuständig oder so, aber es war für sie nie ein Problem. Und sie überschreitet nicht nur Grenzen innerhalb der Linguistik, einer Fachlinguistik, sondern auch die Philologien. Da bewegt sie sich auch sehr, sehr sicher über verschiedene Sprachen hinweg. Und das ist auch, genau mein Bereich geholfen. Ja, super. Und das ist auch sehr schön, weil das hoffentlich in dem Festcast abgebildet wird. Ne? Also wir haben dann quasi einen romanistischen Festcast, eine romanistische Festcast-Episode. Das ist dann die nächste. Nach Georgien geht's auch noch mal. Letztes Mal hatten wir den Kollegen aus Japan dabei. Genau. Also die Welt kennt keine Grenzen und auch die wissenschaftliche Welt ist entgrenzt, Constanze. Und das ist super. Jetzt habe ich vorhin schon angesprochen, ihr arbeitet ja sehr eng mit Constanze zusammen. Vorlesungszeit, alle sind da, es ist busy am Lehrstuhl. Habt ihr da eine bestimmte Art und Weise der Zusammenarbeit? Gibt es da Dinge, wo ihr sagt, ja, das wissen wir schon, das ist immer so? Oder habt ihr eine Geschichte parat, die euch besonders im Gedächtnis ist aus der Zusammenarbeit in den letzten paar Jahren? Das wäre toll, da mal was zu hören quasi von der alltäglichen Zusammenarbeit. Ich kann vielleicht starten, so als allgemeiner Eindruck. Sie hat Maria hat ja schon angesprochen, es gibt diese Forschungswerkstatt, ne? Das ist ihr Forschungskolloquium, würde man das auch so als Forschungskolloquium bekannt. Und in dieser Forschungswerkstatt, die findet immer 18 Uhr statt. Ne? Das ist dann so spät am Abend, und Dienstag ist ihr langer Tag, das weiß man, da hat sie dann immer mehrere Seminare. Und die Forschungswerkstatt ist aber sehr offen für alle möglichen Dinge. Also man kann seine eigenen Ideen vorstellen, man kann Hausarbeitsideen, Abschlussarbeitsideen, Forschungsideen und so weiter. Und manchmal lesen wir da auch Texte, was wirklich sehr, sehr hilfreich ist. Und sie schlägt öfter mal welche vor oder wir bringen welche rein. Und dann kannst du einen Bereich frei wählen. Sie bereitet sich immer so gut auf die Texte vor. Manchmal sehr viel besser als man selbst, hat man das Gefühl. Obwohl, wie gesagt, der Tag schon lang ist und sie vielleicht auch schon sehr müde ist.
Und wir alle auch. Aber sie hat dann immer noch, also sie hat immer einen Zugriff zum Text. Das war mein Eindruck. Das ist keine konkrete Anekdote. Es ist eher so ein wiederkehrender Eindruck gewesen, den die anderen bestimmt auch teilen können. Also sie hatte dann immer auch eine Erläuterung dazu. Sie hat dann durch den Text geleitet, wenn wir vielleicht ein bisschen hinterher waren oder das nicht ganz verstanden haben. Und sie konnte Sachen anschaulich oder sie kann Sachen sehr anschaulich erklären. Also sie findet immer so eine Brücke zu manchmal sehr abstrakten theoretischen Ideen. Das ist, was so in der Zusammenarbeit, in der Forschungszusammenarbeit auf jeden Fall auffällt. Ja. Wie würden die anderen das beschreiben, Maria? Ja, also Dienstags sind immer auch meine Lieblingstage, weil also Constanze hat 3 Seminare, also um 2, um 4 und dann um 6. Und alle 3 Seminare sind auf verschiedene Sprachen. Also wir fangen mit Englisch an, dann das zweite ist auf Spanisch und dann das dritte ist immer unterschiedlich auf Deutsch, auf Englisch. Und also diese Flexibilität, diese sprachliche Flexibilität, die Constanze hat, das ist für mich so wie Role Model. Ja, also ich würde gerne auch so schnell und auf so vielen Sprachen, also zwischen so vielen Sprachen mich umschalten können. Und genau. Und auch in Forschungswerkstatt, was es auch unglaublich toll ist, dass man kommt immer, also ich komme immer so ich denke, ich habe so viele Probleme in meiner Forschung. Also alles funktioniert nicht. Also ich habe so viele Zweifel. Also ich weiß nicht, wie ich das alles machen kann oder soll. Und dann ich präsentiere, stelle das vor und Constanze so in 5 Minuten macht alles super klar, alles super, also ohne Stress. Also sie erklärt einfach, hier kannst du das machen, hier so. Und dann nach dieser Sitzung hast du einfach ganz viele Klarheit und kein Stress mehr wegen deiner Forschung. Und es ist etwas Unglaubliches und ich denke, nicht viele Professoren können sowas machen. Also ein multilingualer Anti-Stress-Dienst. Ja, das ist großartig und das stimmt. Ne? Das weiß ich auch noch aus meiner Zeit der Promotion bei ihr. Man macht sich die Berge immer ganz groß, die Problemberge, und dann reicht manchmal ein Telefonat, ein Gespräch, einmal Daten angucken in der Forschungswerkstatt und schon hat man wieder so ein bisschen mehr Drive und ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, Motivation auch. Ne? Ich finde, es gibt auch immer ganz viel Motivation. Genau, und sie ist immer sehr unterstützend und sie zeigt, dass eigentlich hast du ganz vieles geschafft schon und dass du hast ganz viel und ganz gut gemacht und deshalb alle diese kleinen Probleme, die du jetzt dir vorgestellt hast, sind eigentlich keine Probleme, einfach Fragen. Ja, stimmt. Stefanie, bist du auch immer dabei bei diesem multilingualen Anti-Stress-Dienstag? Ja, immer mit Maria und also auch mit dieser Drama, mit den Sprachen. Also und in meinem Fall, also das ist ein bisschen komplizierter, weil ich habe noch eine andere Sprache dazu. Also meine Arbeit gibt es also Englisch, Deutsch, Plattdeutsch, Spanisch und auch Guarani. Und ich lerne gerade Guarani und das ist nicht eine romanische oder eine germanische Sprache. Und ja, ich fand total cool, das ist eine Sprache, das offiziell hat Constanze keine Idee darüber. Aber nach 3 Monaten, sie hat schon also tausende Artikel gelesen und also ich habe Sprechstunden mit ihr und sie kann also so viel schon über die Sprache etwas sagen. Es hat immer, also wenn sie etwas spezifisch nicht weiß oder sie kennt jemanden, das also diese spezifische Punkte erklären konnte, aber es ist total beeindruckt, weil also ich glaube fast alle, also es gab eine Woche, ich glaube das war letztes Jahr, es gab eine Professorin aus Spanien und in einer Woche haben wir mit Constanze in 7 oder 8 verschiedene Sprachen gesprochen und ich dachte, wie ist das möglich? Und ja. Ja, und gefühlt, ne, sie fühlt sich da auch immer rein, ne? Also das funktioniert. Und sie hat mir immer gesagt, sie braucht so einen Tag Übergangsphase, wenn man von einer Sprache in die andere geht. Dienstags geht es auch von einer Stunde zur nächsten anscheinend, ne?
Aber dann ist sie da drin, dann ist sie da quasi in der Sprache drin und bewegt sich da auch total locker. Und das hat Maria ja gesagt, es ist beeindruckend und auch ein Vorbild, finde ich auch. Ja, diese Offenheit gegenüber anderen Sprachen und auch das Gefühl, ne, die Angst vor Fehlern so ein bisschen zu verlieren. Das finde ich auch inspirierend zu sagen, ja, okay, und wenn mal einmal es nicht ganz korrekt ist, so what? Weil ich kann mich immer noch verständlich machen. Ja, das fand ich immer ganz beeindruckend. Wir kommen schon zum Ende so ein bisschen. Siehst du, die Zeit verfliegt, also man denkt es gar nicht. Aber was bei einer Festschrift und natürlich auch bei unserem Festcast die große Frage ist, ja, anlässlich so einer Emeritierung, was bleibt? Ja, wo ist die Legacy? Wo ist so das wissenschaftliche oder vielleicht auch persönliche Erbe, was Constanze hinterlässt, wenn sie dann in den wohlverdienten Ruhestand geht? Ich habe letztes Mal schon gesagt im Podcast, ich glaube nicht, dass dieser Ruhestand wirklich mit viel Ruhe verbunden sein wird, aber genau, das Erbe, die Legacy ist etwas, was wir vielleicht hier diskutieren können. Und mich würde mal interessieren, was würdet ihr denn sagen in so ein paar Stichworten? Was ist für euch das, was bleibt, wenn ihr an die enge Zusammenarbeit in Forschung und Lehre und aber auch als Promovierende mit Constanze denkt? Stefanie, hast du eine konkrete, spontane Idee? Nee, ich habe es gedacht, wie kann ich das auf Deutsch sagen? Wenn nicht, machen wir es mehrsprachig und du sagst es einfach auf Portugiesisch und dann kriegen wir das schon rüber. Ja, ich glaube, sie arbeitet sin perder la ternura, así que. Dafür brauche ich jetzt auch länger, um das ordentlich zu übersetzen, ja. Wie heißt das auf Deutsch, weißt du? Trabajar, pero sin perder la ternura. Arbeiten, ohne dabei die Sensibilität zu verlieren oder die Sanftheit zu verlieren. Ich glaube, es ist ein sehr schönes portugiesisches Saying. Das kann man, glaube ich, im Portugiesischen einfach besser ausdrücken. Ne? Genau, ja. Also sie kann, was du vielleicht sagen willst, wenn nicht, korrigiere mich, sie kann, das war ja auch quasi das Thema, ne? Sie kann sehr gut weiterhelfen, sie kann sehr konzentriert, fokussiert arbeiten, Fragen beantworten, Dinge lösen, darstellen und dabei immer Mensch bleiben. Genau, das finde ich ist das Beste bei ihr, weil also natürlich haben also weltweit tausende Experten, die sehr gut in deinem Bereich arbeiten konnten, aber sie verliert nicht also die Menschen und die Kapazität, also die andere zu unterstützen, die eine gute, wie wir tausendmal schon hier gesagt haben, also eine coole Environment zu haben. Und ja, und es gibt auch meiner Meinung nach keine Hierarchie. Also egal, ob man Bachelor ist oder tolle Professor, internationale Professor ist, also sie würde die Person also herrlich hören und helfen und ja, und die Ideen also tauschen. Also das finde ich total cool. Ja, ja. Das kann ich eigentlich nur unterschreiben. Edgar nickt hier auch neben mir. Ja, auf jeden Fall. Genau, kann ich auch unterschreiben und vielleicht hinzufügen, also genau, so Vermächtnis, ne, was ist denn das alles? Das ist natürlich irgendwie das Wort, ne? Das Wort, ja. Also erstmal das ganze Materielle, ne, also ihre Schriften, ihre Arbeit zu, Maria hat schon gesagt, Diskurstradition, aber auch Pragmatik zum Katalonischen, dann ihre vielen Beiträge zu Mehrsprachigkeit und Sprachkontakt, aber auch zu Grenzen. Ne? Also die ganze Borders ist jetzt noch gar nicht als Stichwort gefallen. Das stimmt. Aber das wird auch noch eine Podcast-Folge. Ja, also, zu Recht, ne? Aber da hat sie, glaube ich, auch ihre Fußstapfen hinterlassen und gerade an der Viatrina, und das war immer so eine Herzensangelegenheit, egal ob sie da jetzt mehr involviert war, so als Geschäftsführerin, Direktorin, ne, war sie, oder dann quasi aus zweiter Reihe, aber sie war da immer dabei, sie war immer bei den Veranstaltungen dabei, war präsent. Präsenz ist vielleicht auch so ein Vermächtnis. Also so, es war ihr wichtig, dabei zu sein, sich zu zeigen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Das war ja auch ihre positive Art. Und sie hat es aber auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, glaube ich, immer auch sehr klar gemacht und vermittelt, dass deren Präsenz auch wichtig und gefragt ist. Und das auch aus vielen verschiedenen guten Gründen. Ne? Also das Netzwerken habe ich, glaube ich, von ihr auch gelernt und viele andere. Könnte man noch einiges nennen, ne? Und hört sich immer so ein bisschen egoistisch an, aber in Form von ihren PhDs gibt es ja auch irgendeine Art von Vermächtnis, ne? Also ihre Arbeit lebt und ihre Anregungen, die sie ja immer dann gegeben hat, die leben darin auch weiter. Und ja,
Und ich fühle es auch nicht so, als wenn jetzt mit der Emeritierung, dass sie irgendwie weg ist oder so. Ich fühle das, genau, ich fühle das gar nicht so an. Ja, genau, aber Gott sei Dank, ja. Ja, aber klar, es ist natürlich dann ein Cut und kann man schon mal zurückschauen. Das stimmt, das stimmt. Maria, du hast das letzte Wort. Ja, ich kann nur zustimmen und was Edgar hat gesagt zu dieser Zusammenarbeit mit ganz vielen Leuten überall in der Welt. Ja, also sie hat zusammengearbeitet, so kooperiert, etwas so geschrieben oder zusammen präsentiert oder also ganz viele Connections zu allen möglichen Ländern, zu allen möglichen Disziplinen innerhalb von Kulturwissenschaft oder Geisteswissenschaft, auch zur Musikwissenschaft, was es also surprising ist. Und also das ist einerseits ja ihre professionelle Kooperation, aber auch sie hat immer Zeit für persönliche Connections, ja. Also wir haben mit ihr, ich denke alle, also Stephanie und Edgar auch, immer so persönliche Treffen, wo wir so zum Kaffee trinken gehen. Und dann, sie fragt einfach nicht nur über deine Promotion, sondern auch über deine Familie, über einfach persönliche Sachen, die wichtig sind für eine erfolgreiche Promotion auch. Also nicht nur unsere wissenschaftliche Arbeit ist wichtig, sondern auch unsere persönlichen Umstände. Und ich denke, wir alle haben so ein Gefühl, dass wenn wir irgendwelche Probleme haben, dann können wir immer mit Constanze sprechen, erklären und sie wird immer unterstützen und immer, wie heißt das, Empathie. Da sein vielleicht. Genau, da sein und Empathie haben. Also sie versteht uns ganz gut. Ja. Genau. Ja. Empathie nennt man das vielleicht auch, Ja. wenn man in der Lage ist, sich in andere und deren Lebenssituationen reinzufühlen. Ja. Ganz genau. Ja. Ach, wunderbar. Ja, genau. Ich habe ja vorhin schon gesagt, lässt sich gut unterschreiben und ich glaube auch aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven unterschreiben. Und ihr habt sehr schön quasi den Status quo beleuchtet und jetzt quasi als Promovierende so ihr werdet wahrscheinlich nicht die letzte Generation sein, weil man darf ja auch nach der Emeritierung noch Promovierende betreuen, aber die eben auch wirklich so eng in der tagtäglichen Arbeit mit ihr zu tun haben und zusammenarbeiten. Dass ihr das so toll beleuchtet habt, dafür bedanke ich mich sehr bei euch. Liebe Maria, liebe Stefanie, lieber Edgar, toll, dass ihr da wart, sowohl hier in meinem kleinen Büro als auch online zugeschaltet. Und wir sehen uns hoffentlich sehr bald wieder, hören uns hoffentlich sehr bald wieder und haben damit diese Podcast-Folge, Festcast-Folge miteinander beschlossen. Ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.